Okay, gut. Tatsächlich, ich habe mich ja sehr, sehr viel wirklich damit jetzt beschäftigt. Tut man ja vorher eigentlich auch nicht unbedingt, wenn man davon nicht betroffen ist. Aber selbst bei wirklich größtmöglicher Anstrengung finde ich es ausgesprochen schwer bis fast unmöglich, sich vorzustellen, wenn man so eine Diagnose bekommt, wie man damit umgehen kann. Also ich glaube, kein gesunder Mensch kann das wirklich nachvollziehen. Abgesehen mal davon, was es wirklich auch praktisch bedeutet, die Schmerzen, die ganzen Dinge, was du eben schon gesagt hast, dass dir da irgendwie Luft ins Gesicht gepustet wird, damit du nicht hustest. All die anderen Dinge, die ja dazu noch kommen, also was man alles mit dem Körper nicht mehr kann in dem Moment. Ich stelle es mir nur unwahrscheinlich schwer vor. Kannst du uns erklären, wie man sich da fühlt? Schwer. Der erste Schock, der ist einfach da und da fühlt man sich ja wirklich eigentlich gar nicht. Du bist in so einem leeren Raum. Du bist nicht tot, du lebst aber auch nicht wirklich so. Also das würde ich jetzt mal als Schock bezeichnen. Der dauert individuell an. Bei mir war es lange. Und ich weiß auch nicht, was das ist. Ist das einfach ein nicht wahrhaben wollen oder ist es irgendwie ein für sich nicht zu verstehen? Es geht ja auch, dass man gewisse Dinge einfach für sich nicht akzeptieren möchte. Ja. Und da wäre ich, glaube ich, in dieser Kategorie, weil ich hatte immer ein sehr, sehr aktives Leben. Ich war immer sehr spontan. Meine Eltern haben sich manchmal gefragt, mein Gott, was checkt die jetzt nächsten Moment schon wieder aus? Und das war so von jetzt auf gleich weg. Man fühlt sich nicht wert auf dieser Welt sein zu dürfen. Also ich will nicht sagen, dass man sich wertlos fühlt, aber man fühlt sich nicht mehr als Mensch. Ja. Man ist irgendwie nur ein Objekt. Und du hast da auch wirklich ganz konkret dich so zweigeteilt gefühlt im Prinzip. Ja. Also so deine obere und deine untere Hälfte quasi. Ja. Also oben warst du noch. Ja. Aber die untere Hälfte war irgendwie nicht mehr, gehörte gar nicht mit zu dir. Ja, quasi. Und ich war oben auch noch Frau. Ich war oben noch Kirsten, aber unten weiß ich nicht, was das war. Das wollte zu mir gehören, aber ich wollte es ums Verrecken auch nicht akzeptieren. Und brauchte sehr, sehr lange, um irgendwie das Gefühl zu haben, du hast jetzt wieder eine Perspektive, du kannst irgendwie wieder planen. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der so groß in die Weite plant, aber Berufliches sollte man sich ja schon irgendwann mal überlegen. Ich war auch nicht der Typ, der gesagt hat, ich möchte unbedingt heiraten, ich möchte Kinder bekommen. Aber ich wusste, dass ich aus meinem Leben etwas machen wollte. Ich wollte selbstständig sein im Sinne von selbstbestimmt und mein eigenes Geld verdienen. Ich hatte ja noch zu Hause gewohnt als letztes Kind und ich wusste auch, das soll nicht ewig dauern. Aber das wurde von jetzt auf gleich gekippt und ich hatte eigentlich nicht wirklich irgendwie einen Plan. Und bis der kam, waren ja erstmal verschiedene Therapien. Ich hatte das Glück, im Unfallkrankenhaus Berlin zu sein, Boberg zu sein, Entschuldigung, Querschnittszentrum Boberg, Hamburg und hatte wirklich ganz, ganz tolle Ärzte und Therapeuten und auch gerade im Sportbereich. Ich habe alles ausprobiert. Und, das war eine sehr lange Zeit, oder? Wie lange war die Reha da? Das waren fast 7 Monate. Ja. Das wird es heute auch nicht mehr geben. Ob das gut ist oder nicht, da möchte ich gar nicht jetzt drüber reden. Aber für mich war es eine sehr, sehr lange Zeit. Und die wurde dann auch abrupt beendet, weil ich bekam wirklich Hautausschlag. Und man wusste nicht, woher das kommt. Und ich war therapiemüde, im wahrsten Sinne des Wortes. Verständlich. Und entwickelte so eine Allergie gegen Therapeuten und gegen all, was so mit Therapie zu tun hat. Hat dein Körper dann gesagt, es reicht jetzt? Ja, und dann sagten die Ärzte auch, ich glaube, die muss nach Hause. Ja. Ja, aber dass das dann letztendlich zu Hause nochmal wieder schlimmer wird, das hatte ich natürlich auch nicht gedacht oder irgendwie mir vorstellen können. Aber zu Hause ist halt alles mit Erinnerungen verbunden, wo du aktiv warst. Ja, ich habe im oberen Geschoss des Einfamilienhauses meine Eltern gewohnt. Ich war da alleine, ich hatte alles für mich und musste jetzt da irgendwie hochkrabbeln. Und das wollten meine Eltern nicht. Meine Eltern hatten also alles unten für mich vorbereitet. Ich sollte dann im Schlafzimmer meiner Eltern schlafen und halt unten wohnen. Und da hat sich so ungefähr nach 1,5 Monaten für mich ganz, ganz doll herauskristallisiert, dass das nicht mein Leben ist. Ja. Also ich möchte nicht im Schlafzimmer meiner Eltern leben. Das kann ich total gut verstehen. Ja. Ich möchte wieder Die haben das natürlich gut gemeint, aber das war ein Punkt mehr, wahrscheinlich sich nutzlos irgendwie zu fühlen. Also so bekannt alles das da ist natürlich. Genau. Und es gibt einem Geborgenheit im Zuhause.
aber man hat das Gefühl, man kann gar nichts beitragen. Also du hast dann irgendwie geputzt, gekocht und so weiter, ne? Um das zu gleichen. Wenn ich das durchgezogen hätte bis heute, dann wären meine Eltern 150 Kilo Menschen. Ja, ich habe all das gemacht, was ich halt sonst nie so gemacht habe, weil ich die Zeit dafür irgendwie nicht hatte. Und das war wiederum auch eine interessante Zeit, auf eine ganz spezielle Art und Weise, aber nicht für mich, für mein Esprit, für meinen Lebenswillen und für meine Lebenslust. So. Aber ich glaube, da muss jeder irgendwie durch, ist meine Meinung. Und bei dem einen dauert es länger und bei dem anderen nicht. Ich hätte es mir natürlich kürzer gerne gewünscht. Aber es ist trotzdem individuell. Und auch das zum Beispiel, Teil der Reha ist natürlich auch immer Sport. Also du hast da auch außer den ganzen Therapien, die du machen musst, hast du auch verschiedene Sportarten dann machen dürfen, müssen, wie auch immer man das nennen will. Das war alles nicht unbedingt so ganz deins. Also fandst du alles nicht toll. Du hast immer gesagt, ich will in mein Schwimmbecken. Und man hat dich dann jetzt zum Glück auch irgendwann gelassen. Ja. Und das hat dir dann aber wirklich was gebracht. Also sicherlich auch Stress, weil es nicht alles so lief von Anfang an, wie es halt vorher lief. Also ich persönlich stelle mir das ausgesprochen schwer vor, wenn man Brustschwimmer ist und seine Beine nicht so bewegen kann, wie man das möchte. Also ich kann ja, habe ich ja vorhin schon erzählt, sehr schlecht schwimmen. Also meine Beine würden immer im 90-Grad-Winkel da im Wasser sein, weil die wären wahrscheinlich immer unten. Wie hast du das hingekriegt? Auch das ist sehr individuell, das hat was mit der Körperzusammensetzung zu tun, wie ist die Wasserlage, also da würde ich niemals pauschal irgendwas prognostizieren, wie du jetzt liegen würdest, wenn deine Beine nicht aktiv ansteuerungsfähig wären. In der Tat war das bei mir zu Anfang auch so, also musst du ja entsprechend intervenieren, mit dem Oberkörper was machen. Und das ist auch die Erklärung dafür, weshalb mein Brustschwimmen ein ganz anderes Brustschwimmen ist, als das jemand, der halt Beine als Grätsche nutzen kann. Ja. Du hast eine höhere Schlagfrequenz, du atmest nur jeden zweiten Zug. All das sind halt die Dinge, die dafür sorgen, dass deine Beine oben bleiben. Ah, okay. Dass du halt deine Wasserlage behältst, dass du nicht allzu viel Wasserstand immer wieder durchbrechen musst, weil du einfach keine Gleitphase hast. Das heißt, du hast wirklich da mit deinem Vater damals wahrscheinlich auch zusammen an den ganzen Techniken gearbeitet, wo musst du welche Muskeln anspannen, was musst du tun, um das so wieder zu verbessern. Genau, wie kannst du die Technik jetzt dahingehend verändern, dass es für dich einigermaßen angenehm ist? Weil angenehm ist es so oder so nicht, aufgrund der Tatsache, dass ich nun mal keinen Beinschlag habe. Es ist auch sehr schmerzhaft im unteren Lendenwirbelbereich, das muss man auch noch dazu sagen. Ich hatte damals auch nicht die Kondition und die Kraft, das musste ich mir ja alles antrainieren. Deswegen haben wir das Brustschwimmen ja auch erst später gemacht. Wir sind ja wirklich zu Anfang hauptsächlich Kraul und Rücken geschwommen, weil das einfach für mich auch angenehmer war. Und da hatte ich auch das Gefühl, ich sehe schnellere Fortschritte. Klar. Auch das ist ja etwas, wichtig, ein Feedback und ein Erfolgserlebnis, was mich natürlich auch positiv dann stimmte. Und von daher ich ja auch dann immer mehr Hunger bekam, um zu sehen, was geht noch. Ja. Und das war, glaube ich, so die Basis dessen, was dann halt die 13 Jahre darauf irgendwann folgte. Genau, irgendwann haben dich Leute ja irgendwie angesprochen, Mensch, also ich glaube, das erste Mal war es irgendwie ein Therapeut, der gesagt hat, Mensch, du kannst das doch richtig toll, mach das wettkampfmäßig. Und das hast du aber von Anfang an eigentlich nicht unbedingt gewollt. Nee. Es wäre so nach dem Motto, ich unterschreibe, dass ich eine Behinderung habe. Nee, oder wie war das? Eher einfach für mich nicht zu vereinbaren. Dieses Gefühl, du kannst nicht vom Startblock springen, du hast nicht wirklich eine Sprungkraft. Bis dahin konnte ich noch keine Rollwenden. Es war nicht diese Dynamik, die ich einfach haben wollte und musste, um sportlich zu sein, um Leistungssportler zu sein. Also du meintest, die Leistung ist nicht gut genug, um das zu machen. Genau. Also in deinen Augen. Nur in deinen Augen, genau. Ich muss immer für mich sprechen. Dass das objektiv dann anders war, das ist ja Geschichte sozusagen, aber für dich war das halt nicht so. Das kam dann ja auch erst. Aber das war absolut nicht mein Ansatz, geschweige denn irgendwie mein Traum. Ich habe da auch nicht an Paralympics gedacht oder irgendwie so. Ja, aber letztendlich hat dich dein Vater dann quasi dazu überredet, oder wie man das nennen will. Ja, meine Eltern haben immer gesagt, wenn du es nicht ausprobierst, dann weißt du nicht, ob es funktioniert oder nicht. Muss ich recht haben. Ja, Eltern haben ja meistens irgendwie so schlau. Ja, und das nervt Kinder ganz fürchterlich. Ja, genau. Und in diesem Moment habe ich gedacht, oh Gott, ja. Aber er hat dann auch mit seinem typischen Vaterblick mich fast durchlöchert, wo ich eigentlich schon gar nicht mehr sagen konnte, nö. Und ich habe dann gesagt, okay, aber nur, wenn du mir hilfst. Ja, okay. Und das passte wie Faust aufs Auge. Mein Vater war gerade pensioniert. War super. Oh, der hatte Zeit. Meine Mutter hat gesagt, mach. Und ehrlich gesagt war mein Vater so der Trainer am Beckenrand und für die ganzen Athletikgeschichten. Aber für die
Psycho-Sachen war meine Mama. Also okay. die hat alles irgendwie erkannt, gelöst, was da per Knoten mich Waren Sie also ein gutes Team, wirklich? Genau, das war ein perfektes super, toll. Team. Ja. Ja, vielleicht war er dann auch teilweise zu nah dran, um das wiederum sehen zu können, was dann psychisch vielleicht noch... Ja, und mein Gott, Papa ist Jahrgang 38, Mama 39 und ist halt der Mann. Ne? Ja, so, genau. Die Aufgabenverteilung so fürs Grobe war der Mann und für klar. das Feine war die Mama. Und das haben meine Eltern auch bis zum Ende durchpraktiziert. Und das haben wir Kinder auch nicht anders zu spüren bekommen. Ja. Also immer im positiven Sinne. Aber so bestimmte Gespräche, da hat Papa sich ganz, ganz filigran auch rausgezogen. Da ist er dann irgendwie in die Werkstatt gegangen oder in die Garage. Mach du mal. Genau, so. Da wusste er, da hat Mama ein feineres Händchen. Ja, klar. Und so aber das ist ja auch gut. Ja. So ergänzt man sich ja auch und macht das, was jeder kann. Sehr gut.